Hallo liebe Nähfreunde, in diesem Nähvideo zeige ich euch, wie ihr eine gerade Stoffkante an ein gerundetes Stoffteil annähen könnt. Diese Technik ist hilfreich, um Taschenrundungen zu nähen, wie beispielsweise hier bei dieser Schmucktasche oder bei der Retro-Bag oder hier bei dieser Strandtasche. Wie ihr diese und viele weitere tolle Taschen ganz einfach selber nähen könnt, zeige ich euch in meinem Buch Taschenlieblinge selber nähen. Egal ob lässige Falten-Hobo-Bag aus Kunstleder, cooler Rucksackshopper oder kleine niedliche Kosmetiktäschlein, in meinem Buch ist bestimmt für jeden von euch etwas dabei. Wie eine gerade Strecke an eine Rundung angenäht wird, zeige ich euch nun am Beispiel der Strandtasche. Hierbei müssen die beiden geraden Teile, welche ich hier schon rechts auf rechts zusammengenäht habe, an das gerundete Bodenteil angenäht werden. Damit ich dafür beide Teile gleichmäßig zusammenstecken kann, habe ich bereits von den Schnittteilen die kleinen Markierungen, die sogenannten Knipse, mit Einschnitten hier an die Stoffkanten übertragen. Hier am Bodenteil haben wir 4 Knipse und am Taschenteil haben wir vorn und hinten jeweils einen Knips. Wenn wir beide Teile nun zusammenstecken, müssen die Knipse vom Taschenteil auf die Knipse vom Bodenteil treffen. Ebenso müssen die Seitennähte vom Taschenteil auch auf die Knipse vom Bodenteil treffen. Wenn an dem gerundeten Schnittteil auch gerade Strecken sind, so können wir diese jetzt als nächstes bequem mit dem anderen Teil zusammenstecken. Beispielsweise sind hier bei diesem Bodenteil die vordere und hintere Kante gerade. Und nun kommen wir zu den gerundeten Bereichen. Hierbei können wir uns behelfen, indem wir die gerade Kante in gleichmäßigen Abständen einschneiden. Je steifer euer Taschenstoff ist, desto kleiner müssen die Abstände zwischen diesen Einschnitten sein, damit ihr die Kante gut an die Rundung stecken könnt. Da mein Material hier relativ fest ist und wenig flexibel, mache ich die Einschnitte in 1 cm Abständen. Und zwar 7 mm tief, weil sie immer kleiner sein sollen als die Nahtzugabe. Wie ihr seht, könnt ihr nun durch diese Einschnitte die Kante etwas auseinanderziehen und bequem an die Rundung stecken. Genau so verfahrt ihr nun auch mit der restlichen Strecke. Mein Bodenteil ist jetzt rundherum gleichmäßig festgesteckt und jetzt kann ich es annähen. Beim Annähen liegt nun das Teil mit der geraden eingeschnittenen Kante oben, damit ich während des Nähens volle Kontrolle darüber habe und es gegebenenfalls noch zurechtrücken kann. Ich habe einen Gradstich mit der Stichlänge 3 eingestellt und nähe mit 1 cm Nahtzugabe, also genau so breit, dass die Naht neben den Einschnitten verläuft. So sieht die fertige Naht nun aus. Und damit die Rundung bei der gewendeten Tasche schön gleichmäßig ist, können wir hier die Nahtzugabe noch etwas kürzen. So sieht das Ganze nun gewendet aus. Auf diese Weise haben wir also diese gerade Kante schön gleichmäßig hier an das gerundete Teil angenäht. Wenn ihr jetzt mit eurer Tasche weitermachen wollt und zum Beispiel ein Guckband annähen möchtet, dann klickt doch mal in dieses Video. Oder wollt ihr euer Taschenfutter mit einem zusätzlichen Innenfach ausstatten? Dann schaut doch mal in dieses Video rein.
Und? Habt ihr jetzt richtig Lust bekommen, euch eure eigene Tasche zu nähen? Na dann holt euch unbedingt mein Buch. Ich zeige euch darin auch, wie ihr euch eine stylische Gürteltasche nähen könnt. Oder so einen großen, geräumigen Weekender. Oder dieses hübsche Täschlein für laue Sommerabende. Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert unbedingt meinen Petit Du-Kanal. Und jetzt viel Spaß beim Nachnähen. Tschüss!